Hallo, Nico hier von Nikolai.com Trompetentraining. Heute wieder zu einem neuen Frage-Antwort-Video. Mick hat sich gemeldet, er möchte gerne einen Tipp haben und zwar geht es um das Thema Höhe. Mick trainiert gerade eben vom G2 übers Ass2 aufs A2 zu kommen. Er erreicht die Töne zwar so einigermaßen, hat er geschrieben. Das Problem ist nur, sie klingen so, als ob sie zu tief wären. Er erreicht nicht das letzte Quäntchen, dass der Ton wirklich satt auf der idealen Tonhöhe mit einer sauberen Intonation klingt. Er hat das Gefühl, als ob er einen Klimmzug macht, aber den letzten Schwung, also dieses Kinn über die Stange, das schafft er nicht. Was kann ich ihm für einen Tipp geben? Ganz klar, wir brauchen mehr Kontrolle über die Tonhöhe und die kann man sich für dieses letzte Quäntchen zum Beispiel über die Zungenposition holen. Tendenziell ist es so, dass tiefe Töne eher mit einem A-Laut, mittlere mit einem E und hohe Töne eben mit einem I-Laut angestoßen werden. Das heißt, man hat einen fließenden Übergang zwischen den tiefen Tönen A, E und I. Die Zunge bewegt sich also nicht nur nach vorne und nach hinten beim Anstoß, sondern nimmt auch mit dem Zungenrücken bzw. dem vorderen Zungendrittel eine etwas höhere Position ein. Wenn man mal ganz genau fühlen möchte, was die Zunge für eine Position einnimmt, dann kann man das ganz einfach machen, indem man sich zum Beispiel beim Üben einmal diese Vokale vorführt. Und zwar nimmt man eine gleichbleibende Tonhöhe und versucht eben genau diese Töne fließend zu sprechen, im Übergang fließend zu sprechen. Ja. Und man merkt ganz genau, vor allem wenn man es langsam macht oder in Zeitlupe macht, welche Bewegung die Muskulatur der Zunge an welcher Position der Zunge durchführt. Also noch einmal, ihr könnt auch mitmachen. Da habt ihr gemerkt, wie die Zunge sich an den Flanken bewegt, der Zungenrücken kommt dazu und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt das Ganze aufs Trompetespielen übertrage, kann ich das natürlich auch mal so machen, dass ich die Stimme wegnehme und nur den Luftstrom fließen lasse. Ich merke ganz genau, wie die Zunge eine andere Position einnimmt. Also auch wieder da dran denken, A, E und I-Position. Jetzt, wenn ich nach oben spiele bei der Trompete, ich nehme mal das Beispiel von Mick. Bei ihm war es so, er möchte gerne das G2 sauber erreichen, beziehungsweise natürlich auch dann nach oben ausbauen. Und diese Töne fangen dann an durchzuhängen. So ab dem Fis, ab dem G hängen die Töne tendenziell eher durch, klingen matt. Und am Stimmgerät, wenn man das kontrolliert, sieht man natürlich auch, dass die Nadel nicht in der Mitte ist, sondern wirklich auf der tiefen Seite dann eben durchhängt und nicht auf der mittleren Position plus minus ein paar Cent steht, sondern eben zu tief anzeigt. Ich spiele euch einmal diese Stelle vor und versuche dann ganz bewusst eben dran zu denken, dass ab dem D, ab dem E eben diese Zunge eine höhere Position einnimmt. Los geht's! Und oben habe ich gemerkt, okay, die Zunge ist wirklich in einer I-Position, also die bewegt sich nicht mehr in den tieferen Bereich des Mundes, sondern geht eben mit einer Bewegung vom Prinzip her, für mich Gefühl, ich kann es euch so zeigen, etwas nach oben und nach vorne. Also diese Position macht die Zunge von A auf I, damit eben die Töne oben auch gut klingen können. Die Zungenposition hat den Vorteil, dass die Mundhöhle, dass der Bereich zwischen Zunge und Mundhöhle etwas eingeengt wird. Das heißt, wenn die Luft von hinten kommt, muss sie jetzt nicht durch einen großen Mundhöhlenbereich, sondern durch diesen eingeengten Bereich. Das heißt, die bekommt auch noch durch diese Einengung etwas mehr Geschwindigkeit und dementsprechend bekommen wir oben auch diese Klarheit in der Intonation bzw. diesen klareren Klang von dieser Höhe. Achte mal drauf, wenn du übst, Mick, was die Zunge macht. Denk dran, auch mal diese Vokale zu sprechen, damit du merkst, welche Zungenposition denn welcher Buchstabe mit sich bringt und versuch das in der Lage auf dein Trompetespiel zu übertragen. Denk dran, nicht drücken, versuch es immer locker zu spielen. Umso wichtiger ist, dass die Technik stimmt. Dazu gehört nicht nur der lockere Ansatz, damit du eben einen guten Klang hast, sondern dementsprechend natürlich auch eine gute Ausatmung und natürlich auch die richtige Zungenposition. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Lass am Ende von diesem Video
Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.